Um Punkt Mitternacht bringt Sony seine neue PlayStation auf den Markt. Der japanische Elektronikriese Sony hat in Tokio die neue Spielekonsole PlayStation 2 vorgestellt. Mit einem futuristischen Design. Mit dem Erscheinen der PlayStation 2 erschien auch ein Meilenstein der Videospielgeschichte und eines der einflussreichsten Open-World-Spiele überhaupt. Viele Retro-Fans fragten sich bis heute, was wäre, wenn GTA 3 auch für die Sega Dreamcast erschienen wäre. Segas letzte Konsole war 1998 mit Online-Funktionen, starkem Prozessor und beeindruckender Grafik ein technisches Highlight. Dennoch scheiterte sie kommerziell und Sega zog sich 2001 aus dem Konsolenmarkt zurück. Ironischerweise im Jahr, in dem GTA 3 auf der PlayStation 2 zum Hit wurde. Interessant ist, dass GTA 3 ursprünglich für die Dreamcast entwickelt wurde. Ein ehemaliger Rockstar-Technikdirektor bestätigte, dass die Dreamcast anfangs als Zielplattform geplant war. Dennoch mit Segas Marktrückgang entschied man sich für die leistungsstärkere und verbreitetere PlayStation 2. GTA 3 war technisch ambitioniert, eine 3D-Open-World, detailreiche Texturen und umfangreiche Soundtracks stellten selbst die PlayStation 2 vor Herausforderungen. Die Dreamcast hätte massive Anpassungen benötigt, damit die Daten alle auf eine CD-ROM gepasst hätten. Hier war das DVD-Speichermedium der PlayStation 2 klar im Vorteil. Auch der Controller mit nur einem Analogstick hätte die Kamerasteuerung erschwert. Mehr als 2 Jahrzehnte später bewies eine Hobbyentwicklergruppe, dass GTA 3 auf der Dreamcast doch möglich ist. Mithilfe der Open-Source-Umgebung Callisto OS basiert das Projekt auf der PC-Version, ein beeindruckender Beweis für die Leistungsfähigkeit der Dreamcast und die Hingabe der Retro-Community. Beim Einstieg in das Spiel werden wir von einem gewohnt simplen Menü begrüßt. Unter den Optionen haben wir deutlich mehr Konfigurationsmöglichkeiten als erwartet. Zum Beispiel können wir den von der PlayStation 2 bekannten Blur-Effekt deaktivieren. Die Auflösung auf der Dreamcast beträgt 640 x 480 und ist damit höher als die der PlayStation 2. Die Entwickler haben außerdem die VMU der Dreamcast so programmiert, dass sie Informationen zu Bildrate und Speicherauslastung der Konsole anzeigt. Das mache ich mir direkt zunutze und zeige euch nun das Intro von GTA 3. Auf meiner VMU könnt ihr direkt die Bildrate ablesen. Ich möchte noch erwähnen, dass das Spiel bei mir auf echter Hardware läuft, allerdings nutze ich ein GD-Emo, statt es von CD zu spielen. Auf geht's, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, get lost.
GTA 3 läuft auf der Dreamcast erstaunlich flüssig für ein Alpha-Bild. Lediglich in Szenen mit vielen NPCs und Effekten kommt es zu Frame-Drops. Die Grafik überzeugt trotz leicht matschiger Texturen. Sogar eine Breitbildoption steht uns zur Verfügung. Trotz der Hardware-Limitierung bietet das Spiel eine solide Performance und unterscheidet sich kaum von der PlayStation 2-Version. Kleinere Probleme wie gelegentliches Polygon-Cracking oder leichte Audio-Asynchronität treten zwar auf, beeinträchtigen das Spielerlebnis aber kaum. Angesichts dessen, dass es sich hier um ein Alpha-Bild handelt, bin ich optimistisch, dass diese Probleme noch behoben werden, zumal die Entwickler bereits zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein Update bereitgestellt haben. Die Steuerung mit dem Originalcontroller funktioniert überraschend gut, auch wenn die Single-Stick-Kamera gelegentlich nachjustiert werden muss. Mit einem USB-for-Maple-Adapter, der es ermöglicht, andere Controller anzuschließen, lässt sich diese Einschränkung jedoch auch umgehen. Das Spiel lässt sich problemlos speichern und belegt auf der Memory Card 61 Blöcke, hier Videomaterial meiner Memory Card. Wie ihr sehen könnt, kann ich problemlos speichern, obwohl sich bereits andere Spiele auf meiner Speicherkarte befinden. Die Entwickler empfehlen dennoch, eine eigene VMU ausschließlich für GTA 3 zu verwenden. Die Installation dieser Portierung ist allerdings nichts für Anfänger. Spieler benötigen eine legale Kopie der PC-Version von GTA 3 und müssen daraus ein eigenes Dreamcast-kompatibles Image erstellen. Eine detaillierte Anleitung dazu findet sich auf der offiziellen Projektwebseite. Ein besonderes Detail: Ihr könnt die Projektseite sogar mit der Dreamcast besuchen, ganz im Stile der 2000er Jahre, da die Seite bewusst Dreamcast-kompatibel gestaltet wurde. Die Entwickler haben außerdem baldigen Mod-Support angekündigt, der die Nutzung zahlreicher PC-Mods ermöglichen soll. Wie genau dieser integriert wird, bleibt jedoch noch offen. Diese inoffizielle Dreamcast-Version von GTA 3 zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial die Konsole auch heute noch hat. Sie beweist, dass die Dreamcast damals durchaus in der Lage gewesen wäre, ein Spiel dieses Ausmaßes zu bewältigen, auch wenn einige technische Kompromisse notwendig gewesen wären. Es ist faszinierend zu sehen, wie engagierte Entwickler mit modernen Tools Grenzen überwinden, die einst als unüberwindbar galten. Letztendlich ist die Veröffentlichung dieser Portierung nicht nur ein Meilenstein für die Retro-Gaming-Community, sondern auch ein Stück Videospielgeschichte. Sie zeigt, was hätte sein können. Ein greifbares Beispiel dafür, wie Leidenschaft und technische Kreativität vermeintlich verlorene Möglichkeiten wieder zum Leben erwecken können. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann abonniert doch bitte diesen Kanal und liked das Video. Den Performance-Check, wie sich GTA 3 auf der Dreamcast schlägt, habe ich separat hochgeladen. Das Video dazu könnt ihr in der Endcard sehen oder ich verlinke es euch in der Videobeschreibung.